Herzlich willkommen bei der Bikestage 2025, unserer virtuellen Fahrradmesse. Heute mit Bulls und dem Friedemann. Friedemann hat uns das neue Bulls Sonic AM4 ABS mitgebracht. Genau. Und wird uns ein bisschen was dazu erzählen. Friedemann? Mitch, Dankeschön. Servus da draußen. Bulls Sonic AM4 ABS. Mitch hat es schon genau richtig gesagt. Brandneues Modell für 2025 bei uns von Bulls. Sonic, einigen von euch sicherlich schon bekannt. Die sportive und sehr hochwertige Linie von Bulls. Und das ist ja die neueste Variante davon. Völlig neu entwickelter Rahmen. Und mit dem AM4 ABS haben wir hier auch den Top-Spec, das Top-Modell da stehen. Und ich kann es schon mal sagen, Mensch, das Rad ist echt vollgepackt mit Technik und mit Innovationen. Da haben wir, glaube ich, das eine oder andere zu besprechen jetzt. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Aber ich würde sagen, wir fangen erst mal an. Wie kategorisiert ihr das Fahrrad ein? Also wo bewegt sich das? Es sagt AM, also All Mountain. Korrekt. Und der Einsatzbereich, wir hatten vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ist für dich Tour Trail. Irgendwo in dem Bereich. Absolut. Also es ist, ich sag mal, es ist kein Ballergerät, es ist kein ENR, es ist definitiv ein All-Mountain, 150 mm vorne, 140 hinten. Ich denke, das sagt schon einiges aus. Ja. Tourenorientierung, aber ganz klar mit Trail-Einschlag, da sollen und wollen wir auch Spaß dran haben mit dem Rad. Ja. Und wenn wir nachher ein bisschen auf die Features eingehen im Detail, die da so dran sind, dann haben wir durchaus auch eine, ich will fast sagen, eine Alltagstauglichkeit, die gegeben ist. Also relativ breit aufgestellt, aber Fokus ganz klar auf Tour und ein bisschen Spaß auf den Trails definitiv. Okay, ich denke, da können wir auch direkt einsteigen, weil was mir direkt aufgefallen ist, ist natürlich das Kurvenlicht. Also das Frontlicht, was ihr drin habt, was in der Kurve mitgeht. Das heißt, dafür seid ihr auch im Straßenbereich irgendwie gut ausgestattet, wenn es mal dunkler wird, nach dem Trailride beispielsweise, wenn du spät nach Hause kommst. So ungefähr. Ich habe immer gern gesagt, wenn die Tour mal länger dauert oder wenn man irgendwie im Biergarten hängen geblieben ist. Aber ja, vorne drin im Steuerrohr das Monkey Link Kurvenlicht, mitlenkendes Vorderlicht, wunderbar geschützt vor Witterungseinflüssen, vor Stürzen, kann auch nicht geklaut werden, kann ich nicht vergessen, muss ich nicht dran denken zu laden oder bei mir einen Rucksack zu packen, weil wird über einen E-Bike-Akku mit Strom versorgt. Ja. Das Charmante ist, ich habe es einfach immer dabei, es wiegt fast nichts, es ist schön in die Silhouette integriert, das kann sich nicht verdrehen und irgendwas. Ja. Und es ist kein Fernlicht, also jetzt nicht damit vergessen, hey, abends um 10, ich habe Bock auf Trails, jetzt Night Ride und Flutlicht, sondern sehen und gesehen werden ist angesagt, ein dunkler Radweg, ein leichter Trail ohne jetzt Ballerambitionen, dann komme ich damit wunderbar klar. Habe ich immer dabei und in Kombi mit den Twin Lights, die hinten drin sind, ist das Rad 24 Stunden lang einsatzbereit, auch in der Nacht, wenn es mal länger dauert oder im Biergarten einfach zu schön war. Okay, sehr geil. Und ihr speist das Ganze natürlich über den 800 Wattstunden Akku, das kann man auch nochmal erwähnen, der ist schön groß. Und trotzdem ist das Fahrrad auch nicht allzu schwer, es wiegt roundabout 25 Kilo, hast du gesagt? Genau, 25,8 sind wir exakt in M. In M. Ja, auf jeden Fall sehr gut tauglich auch für die Straße. Aber nicht nur das Licht taugt dir auf der Straße, sondern auch das ABS-System, was hier verbaut ist. Ich denke mal, das ist auch ein Highlight an dem Fahrrad. Und deswegen trägt es ja auch den Beinamen ABS. Absolut. Das ist ABS ist bei dem Rad so wichtig für uns, dass es auch im Modellnamen mit drin ist. ABS von Bosch, denke ich, bekannt. Ein Riesenplus an Sicherheit. Kann man einstellen, kann man über die Flow-App von Bosch an- und ausschalten. Also ist eine Option, ist kein Muss, es zu nutzen, aber es ist mit dran. Kann ich in verschiedenen Modi und Stufen einstellen, wie früh, wie hart es eingreifen soll, sodass ich vor allem in rutschigen Situationen auf losem Untergrund einfach ein Plus an Sicherheit habe. Ja. Und das ist bei dem Rad definitiv mit dabei und eins der Highlights, eins der Features. Kombiniert ist das Ganze mit einer Magura Gustav Pro. Heißt, da hast du auf jeden Fall schon ultra viel Bremspower für das Teil. Wer jetzt aber kein ABS möchte, das hattest du mir auch im Vorgang erzählt, kannst du für 200 € weniger auch das Modell mehr oder weniger identisch von der Ausstattung ohne ABS kaufen. Völlig korrekt. Also wir haben die Sonic ABS-Linie für 25, gibt es in Summe 4 Modelle, um mal ganz unten anzufangen. Der Einstieg geht los bei 5.799 € UVP für Sonic AM1, drüber für 200 € mehr, das AM2 ABS. Ja. Und dann eben hier sind wir beim Top-Spec bei 7.199 €. Und wer das ABS nicht möchte, aber dieses Rad in fast identischem Spec möchte, 200 € weniger ohne ABS, beziehungsweise wir formulieren es natürlich umgekehrt, für nur 200 € mehr kriegst du das Plus an Sicherheit des ABS dazu. Ja. Und das AM3 ABS ist fast identisch ausgestattet. Wir haben ein bisschen andere Reifen drauf und wir haben eine andere Gabel drin. Hier steckt eine Suntour drin, eine Ion 36 und in dem AM3 ist dann eine Lyric
ohne dass ich dir jetzt ganz exakt das Modell sagen kann. Okay, ja interessant. Aber wenn wir gerade bei Preisen, bei der Specs sind, wir können ja ganz kurz mal durchgehen. Was mir aufgefallen ist auch direkt, sind die Laufräder. Da steht genau wie auf dem einheitlichen Carbon-Cockpit Rumble drauf, also eure Eigenmarke, Korrekt. Komponentenmarke. Heißt, ihr macht jetzt auch Laufräder. Verbaut die auch jetzt in diesem Modell? Genau, richtig. Wir haben mit Rumble für 2025 eine eigene Teile- und Komponentenmarke am Start, durchaus hochwertig und innovativ. Also wir haben, du hast es eben gesagt, schon mit eine Vollcarbon-Lenker-Vorbaueinheit Rumble Ultimate Pro Carbon, so der volle Name. Und auch die Laufräder sind bei uns aus dem Haus. Ist also ein Systemlaufrad mit einer breiten Felge, 30er Maulweite. Und wir haben an den Laufrädern ist das Besondere, dass wir einen neuen Standard quasi für die Bremsscheiben kreiert, erfunden, konzipiert haben. Ja. Genau dieses Wort hat mir gerade gefehlt, Mitch. Vielen Dank. Ja. Was ist die Situation? Wir haben bei dem Rad 150 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Wir haben mit der Gustav Pro eine Bremse, die richtig Bremspower hat. Und das ist ja im Grundsatz eine Richtung, in die es bei E-Bikes sowieso geht. Ja. Die Räder sind zwangsläufig ein bisschen schwerer, die zulässigen Gesamtgewichte gehen hoch, die Bremsen werden immer stärker, die Bremsscheiben immer größer und wir haben einen Befestigungsstandard, der irgendwann in den 90ern etabliert worden ist mit Centerlock und dem Sechsloch mit großen Hebeln, relativ großen Hebeln, weil der Lochkreis sehr klein ist. Ja. Wir haben hier 8 Befestigungspunkte im Gegensatz zu 6 und wir haben einen 120er Lochkreis, sodass die Hebel kleiner sind, dass die Bremskraft direkter und weiter außen auf die Narbe, aufs Laufrad übertragen wird, was dem Ganzen eben Rechnung trägt. Okay, ja, macht völlig Sinn. Des Weiteren an Topmodell hier ist auch eine Transmission verbaut von SRAM. Richtig. Finde ich auch ziemlich schick. Und in dem Fall ist es jetzt ein RockShox-Dämpfer, das ist ein Deluxe Select Plus. Und wie du schon sagtest, ihr habt hier am Topmodell eine Suntour, hat damit zu tun, dass ihr da das ABS direkt befestigen könnt. Richtig, genau. Ganz genau. Da gibt es die Anschraubpunkte, sodass man das schön clean an der Gabel befestigen kann. Ja, das ist der Grund. Ein weiteres Merkmal, was ich gerne noch highlighten würde, ist nämlich auch gerade für den Trail-Bereich, wenn man damit auf Trails fahren möchte, auch die Bereifung. Weil hier werden Magic Marys vorne und hinten aufgezogen. Also das zeigt ja eigentlich schon, das Ding will auch mal ins Grobe. Auf jeden Fall. Das Rad will ins Gelände. Es ist ein Mountainbike, es ist ein E-Mountainbike. Tourenorientierung ist grundsätzlich gegeben. Alltagstauglichkeit ist auch irgendwie mit drin. Aber am Ende, klar, das Rad will ins Gelände und möglichst nicht nur auf den Schotterweg. Da darf es schon mal runtergehen, ein Trail, eine Wurzel und ein Stein im Weg liegen, keine Frage. Friedemann, was hast du eigentlich da noch dabei? Weil hier sind noch so ein paar Einzelteile, die du mitgebracht hast. Was hat es damit auf sich? Ich habe noch so ein bisschen Spielzeug mitgebracht oder eigentlich Zubehör, was man unter anderem an dem Rad benutzen kann, aber auch an vielen anderen Modellen. Wir haben an dem Rad vorne am Lenker die brandneue Schnittstelle von MonkeyLink 2.0. Auch dem einen oder anderen MonkeyLink vielleicht schon bekannt oder auch nicht. Das Kurvenlicht ist auch davon. Das Coole dran, in Zusammenarbeit mit SP Connect haben wir die 2.0, also die zweite Ausbaustufe davon entwickelt. Ist eine bestromte Schnittstelle, sodass ich die Energie aus dem E-Bike-Akku für verschiedene Features eben nutzen kann. Das, was ich hier in der Hand habe, ist ein Wireless Charger, also ist ein induktives Ladegerät. Kann ich auf die Schnittstelle drauf machen, kriegt über die Kontakte Strom. Heißt, ich könnte mein Handy da einklicken, mich navigieren und kriege parallel das Handy noch geladen. 100%. Handy am Fahrrad montieren ist jetzt vielleicht nichts ganz Neues, aber wer schon mal einen ganzen Tag mit Komoot zum Beispiel oder mit Google Maps unterwegs war oder ständig seine Mails checkt, zieht Strom. Display die ganze Zeit an, zieht Strom und das ist mit MonkeyLink 2.0 gehört es der Vergangenheit an, weil lädt das Handy mit 15 Watt, sprich Handy drauf, Komoot an, ganzen Tag sorglos fahren, Thema erledigt. Und jetzt sind wir wieder beim, wenn es mal später geworden ist oder wenn ich vielleicht doch mal meinen Night Ride machen will auf richtigen Trails, dann kann ich die Schnittstelle verdrehen, die ist variabel einsetzbar, dann gibt es Lichter dafür bis zu 100 Lux Stärke, beziehungsweise es gibt sogar eins mit Fernlicht mit 150 Lux und dann bin ich definitiv auch safe, um den einen oder anderen Trail richtig zu fahren in der stockfinsteren Nacht. Wow, also da bist du ja für alles gewappnet. So ungefähr. Für Touring und Trailgeballer in der Nacht, geil. So ungefähr, wie ich schon gesagt habe, in dem Rad steckt echt einiges an Technik und an Features drin. Cool, alles klar. Also, wenn ihr noch Fragen habt zum Bulls Sonic AM4 ABS, dann schreibt sie in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ansonsten bedanke ich mich bei Friedemann. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.